Euer Kanaldesign, also das Profilbild und Banner, aber auch euer Wasserzeichen, könnt ihr im Anpassen-Reiter des YouTube-Studios anpassen. Alternativ könnt ihr auch direkt dem Link in der Beschreibung folgen. Bei der Erstellung von Profilbild und Banner, aber auch später Vorschaubildern, also Thumbnails, solltet ihr direkt auf ein einheitliches Design achten, sprich gleiche Farben, gleiche Schriftart und so weiter. Das Profilbild bzw. Logo muss mindestens 98 x 98 Pixel Grundfläche haben und darf höchstens 4 MB groß sein. Für Kanäle mit dem Creator im Vordergrund empfiehlt sich eine Nahaufnahme des Kopfes. Falls das nicht der Fall ist, kann man auch alternativ eine Figur nehmen, die zum Thema passt. Kurz gesagt hat zum Beispiel die Erde, aber hier könnte man auch zum Beispiel die Ente nehmen. Alternativ kann man auch geometrische Symbole verwenden oder Objekte, die zum Thema passen. Soll heißen, wenn ich das Thema Raumfahrt habe, könnte ich eine Rakete zum Beispiel abbilden. Oder man kann 1 bis 2 kontrastreiche Buchstaben nehmen. Hier muss man aber darauf achten, auf Text im Profilbild eigentlich verzichten, denn gerade auf Smartphones kann man das meist sehr, sehr schlecht lesen. Für den eigentlichen Upload auf Hochladen klicken, die Datei auswählen und mit Öffnen bestätigen. Anschließend auf Fertig klicken. Denkt daran, eure Änderungen mit einem Klick auf Veröffentlichen auch zu speichern. Das Kanalbanner muss 2560 x 1440 Pixel groß sein und darf eine Maximalgröße von 6 MB nicht überschreiten. Dabei wird aber nur die Mitte mit Inhalten gefüllt. Das ist ein Streifen mit 2560 x 238 Pixeln. Darüber und darunter empfiehlt es sich, die gleiche Hintergrundfarbe wie im mittleren Streifen zu nehmen, damit keine unschönen Ränder bleiben. Als Inhalt solltet ihr Branding-Elemente wählen. Das kann auch wieder euer Name sein, euer Logo, eine bestimmte Farbkombination oder auch eine Fotokollage für Leute, die zum Beispiel in der Vlogging-Szene unterwegs sind. Wichtig dabei ist der Wiedererkennungswert für Nutzer und im Optimalfall auch noch weitere wichtige Informationen, wie zum Beispiel, wann welche Videos von euch zu erwarten sind oder ein Call to Action für einen im Banner verknüpften Link, sprich meinetwegen jetzt abonnieren oder ähnliches. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch nochmal einen Link zu unserer kostenfreien Vorlage, die ihr gerne zur Erstellung eures eigenen Banners als Referenz nutzen könnt. Falls ihr weitere Hilfe dabei benötigt, könnt ihr uns natürlich auch immer eine Mail unter team@kw.media schreiben und einen Termin buchen. Um das Banner hochzuladen, klickt ihr auf Hochladen, wählt die Datei aus und bestätigt sie mit Öffnen und vergesst bitte nicht, auf Veröffentlichen hinterher zu drücken. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, das Wasserzeichen dem Logo gleichzusetzen. Sollte das Logo allerdings sehr dunkel sein, beziehungsweise generell Probleme mit dem Kontrast in eurem Video verursachen, kann man auch eine Logo-Inverse nehmen. Wir haben zum Beispiel unser schwarz-orangenes Logo durch ein weiß-orangenes Logo ausgetauscht. Ihr könnt natürlich dort auch einen Call to Action platzieren, wie zum Beispiel Sub Now. Habt ihr noch weitere Fragen zum Thema Branding? Schreibt es gerne in die Kommentare.